Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die virale Dubai-Schokolade ist wirklich in aller Munde und auch mein Sohn, typisch Teenager halt, hat das auf TikTok gesehen und ist seitdem total neugierig darauf. Also bin ich los und habe mir die Zutaten besorgt, habe mir gefühlt bestimmt so 1000 Videos angeguckt und jetzt bin ich selber total gespannt, ob es wirklich so einfach ist, die Dubai-Schokolade selber zu machen und vor allem, ob sie auch schmeckt. Denn ich kann mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass das lecker ist. Aber beurteilen kann ich das erst, wenn ich sie probiert habe. Für die Deko nehme ich 2 Stück weiße Schokolade und schmelze sie im Wasserbad. Achtet darauf, dass das Wasser nicht kocht und auch keine Wasserspritzer in die Schokolade kommen, sonst wird sie nämlich klumpig und ist dann auch nicht mehr zu retten. Ich mache das jetzt so, dass ich die weiße Schokolade erst einmal komplett gelb einfärbe. Das ist jetzt keine spezielle Farbe für Schokolade, aber bei der geringen Menge hier probiere ich das einfach mal aus. Davon gebe ich einige Spritzer in die Silikonform und den Rest färbe ich grün. Das sieht schon deutlich besser aus. Und jetzt kommt die Form kurz in den Kühlschrank. Damit wären wir auch schon beim wichtigsten Teil, und zwar brauchen wir eine Schokoladenhülle, in die die Pistaziencreme eingefüllt wird. Meiner Meinung nach sind hier 2 Dinge besonders wichtig: die richtige Schokolade und die richtige Schmelztechnik. Wenn eure Dubai-Schokolade also außen schön knackig und fest sein soll, dann müsst ihr erstens Kuvertüre nehmen und zweitens die Kuvertüre unbedingt temperieren. Das klingt jetzt erst einmal kompliziert, aber mit der sogenannten Impfmethode ist das eigentlich ganz einfach. Dafür muss man zuerst 2/3 der benötigten Kuvertüre bei schwacher Hitze im Wasserbad schmelzen. Da kommt dann das restliche Drittel rein und dann muss man nur noch rühren, bis keine festen Stücke mehr zu sehen sind. Die temperierte Kuvertüre kann gleich in die Silikonform und durch Schwenken der Form wird sie überall gleichmäßig verteilt. Klopft die Form zwischendurch leicht auf den Tisch, dadurch lösen sich eventuell eingeschlossene Luftbläschen auf. Die überschüssige Kuvertüre kommt wieder zurück in die Schüssel. Achte darauf, dass die Schokoladenhülle vor allem an den Seitenwänden so mindestens 3 mm dick ist, damit sie beim Herausholen aus der Form nicht aufplatzt. Falls nötig, könnt ihr nach dem Aushärten der ersten Schicht noch eine zweite Schicht auftragen. Ich lasse die Kuvertüre jetzt erst einmal aushärten und bereite dann die Füllung vor. Das Besondere an der Füllung der Dubai-Schokolade ist zunächst einmal Kadayif. Das sind so dünne Teigfäden, auch Engelshaar genannt, die findet man in jedem türkischen Supermarkt. Von dem Kadayif nehme ich hier 80 Gramm, wer mag, kann natürlich auch mehr nehmen. Damit das Kadayif der Füllung aber diesen beliebten Crunch gibt, muss es erst noch geröstet werden. Dafür zerlasse ich einen Esslöffel Butter, gebe dann das Kadayif dazu und röste es unter Rühren goldbraun an. Bei mir hat das jetzt so ungefähr 10 Minuten gedauert. Als nächstes verrühre ich die Pistaziencreme erst mit dem Tahin und mische dann das abgekühlte Kadayif unter. So, und jetzt schauen wir uns mal die Schokoladenform an. Die Seitenwände sind hier jetzt ein bisschen zu dünn geraten. Da könnte man jetzt mit dem Pinsel nochmal die Kuvertüre auftragen und vor dem Füllen nochmal aushärten lassen. Aber da ich meinem Sohn leider schon versprochen habe, dass er die Dubai-Schokolade heute endlich probieren darf, lasse ich das jetzt erst einmal so und hoffe, dass alles gut geht. Die Form kommt jetzt für mindestens 1 Stunde nochmal in den Kühlschrank. Das dauert zwar eine ganze Weile, aber da die Füllung ja noch recht weich ist, fürchte ich, dass ich ansonsten die Kuvertüre nicht einfach draufstreichen kann.
Da ich leider vergessen habe, die Kuvertüre warm zu halten, ist sie wieder fest geworden und muss deshalb nochmal temperiert werden. Inzwischen ist die Pistaziencreme so fest geworden wie gekühlte Nutella. Da kommt jetzt die temperierte Kuvertüre drauf und den Überstand streife ich einfach mit einem Teigspattel ab. Die Schokolade muss jetzt noch ein letztes Mal in den Kühlschrank und danach schauen wir uns mal an, ob es was geworden ist. So, jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit. Auf der linken Seite ist die Schokolade leider ein bisschen eingerissen. Ich vermute, dass das passiert ist, als ich die Form nach dem Einfüllen der Pistaziencreme nochmal auf den Tisch geklopft habe, weil da war die äußere Schicht ja schon ausgehärtet. Aber dafür, dass es erstmal ein erster Versuch ist, sieht sie doch schon ganz gut aus, oder was meint ihr? Ich habe das Gefühl, dass es kein richtiges Dubai-Schokoladen-Video ist, wenn ich sie nicht auseinanderbreche. Nachdem ich die Dubai-Schokolade nun probiert habe, muss ich sagen, dass mir diese cremige, nussige Füllung in Kombination mit der Zartbitterschokolade doch tatsächlich ganz gut schmeckt. Allerdings ist die Dubai-Schokolade nicht so ruckzuck gemacht, wie oft suggeriert wird. Außerdem ist sie, wenn man hochwertige Zutaten verwendet, nicht ganz billig. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass ich sie zum Beispiel mal für besondere Anlässe oder zum Verschenken mache. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Habt ihr die Dubai-Schokolade schon ausprobiert? Und falls ja, wie hat sie euch eigentlich geschmeckt? Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!